Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr euch eine Vorrichtung für die Oberfräse bauen könnt, um solche Kreise perfekt zu fräsen. Ich habe das Teil für meine Bosch POF 1400 ACE gebaut. Zuerst habe ich mir eine 8 mm Welle in zwei gleich lange Stücke von 50 cm gesägt. Als Holz benutze ich dieses Stückchen hier, das hatte ich zufällig noch in meiner Restekiste gefunden. Links und rechts bohre ich ein 8 mm Loch mit einem Abstand von 84 mm. Zu der einen Seite vom Holz muss der Abstand bei der Bosch POF 1400 ACE bei 1,2 cm liegen. Da wird dann später der Boden sein. Diesen Klotz säge ich jetzt mit meiner neuen Gestellsäge längs in der Mitte auf. Jetzt habe ich beide Teile genau übereinander eingespannt und bohre jetzt in der Mitte mit einem 6 mm Bohrer durch. Als nächstes muss eine kleine M6-Schraube von unten in das untere Teil eingepresst werden. Dafür bohre ich zuerst eine Vertiefung mit einem 10 mm Bohrer. Ich habe die Schraube jetzt schon eingepresst, ich habe das mit dem Schraubstock gemacht. Am besten macht ihr es aber am Ende von oben mit der Flügelmutter. Jetzt brauche ich noch einen Drehpunkt, dafür habe ich mir ein kleines Stück 4 mm Gewindestange abgesägt. Ich bohre jetzt neben der Schraube ein kleines 4 mm Loch und leime das Teil da ein. Dabei bohre ich durch das obere Teil nicht ganz durch. Hier seht ihr jetzt das fertige untere Teil. Auf der unteren Seite hat der Drehpunkt etwa 6 mm Tiefe, auf der inneren Seite ragt die Gewindestange noch in das obere Teil rein, damit die beiden Holzteile auf einer Position bleiben. Bevor ich die Teile jetzt zusammenbaue, öle ich die beiden Holzteile noch. Der Fräszirkel ist jetzt fertig und alles funktioniert, wie ich es mir gedacht habe. Man hat jetzt die Möglichkeit, den Radius an der Oberfräse zu verstellen oder noch viel einfacher direkt an dem Fräszirkel.